Ja, warum ist Allergenmeidung langfristig keine gute Idee? Also, es ist so, wenn ich zum Beispiel allergisch bin auf Katzenhaare, dann ist es so, dass wenn ich jetzt immer die Katzenhaare vermeide, also zum Beispiel indem ich keine Katze mehr streichle, indem ich die Straßenseite wechsle, wenn da eine Katze langläuft, indem ich nicht mehr zu Besuch gehe bei irgendjemand, der eine Katze hat, und oder indem, wenn ich vorher eine Katze hatte und dann sagt mir der Arzt, Sie sind allergisch auf Katzenhaare, dann indem ich die Katze an meinen Nachbarn verschenke oder so. Wenn ich immer die Allergene meide, dann bekomme ich langfristig Angst vor dem Allergen. Das ist ein grundsätzlicher Mechanismus, dass Angst schlimmer wird durch Vermeidung. Das ist auch ein Mechanismus, den gibt es bei Angststörungen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt Angst habe vor dem Allergen, dann Angst bedeutet Stress. Ja, also wenn ich dann zum Beispiel auf der Straße eine Katze sehe, dann bekomme ich eine Stressreaktion und ja, das Herz schlägt schneller, der Atem geht schneller und ich überlege mir schon im Kopf, oh Gott, wie komme ich jetzt aus der Situation raus? Wie komme ich weg von der Katze? Und wenn ich dann zunehmend in so einen Dauerstress gerate, weil vielleicht sind es auch nicht nur die Katzenhaare, sondern es könnte auch noch der Hausstaub sein, das ist auch sehr schwer zu vermeiden, ne? Nahrungsmittelallergene. Dann ist es so, dass unter Dauerstress das Immunsystem nicht mehr optimal funktioniert und anfängt, Dinge zu tun, die es eigentlich nicht tun sollte. Und zum Beispiel eins dieser Dinge ist Neurodermitis. Ne? Also Neurodermitis ist eine Erkrankung, wo das eigene Immunsystem sich gegen die eigene Haut richtet. Und das sollte es eigentlich nicht tun, weil das ist nicht sinnvoll für den Körper. Oder eben das eigene Immunsystem, so wie bei Allergien, richtet sich gegen die Allergene, die aber objektiv gesehen nicht gefährlich sind. Ja, also Katzenhaare sind objektiv gesehen nicht gefährlich für den Körper. Aber das Immunsystem macht hier eine falsche Reaktion. So, und wenn ich jetzt auf Dauer immer weiter das Allergen meide und immer mehr in diese Angstreaktion zusätzlich reinkomme und dadurch das Immunsystem immer mehr falsch reagiert sozusagen, dann habe ich mich in so eine Art Teufelskreis reingestrudelt und aus dem muss ich wieder rauskommen. Hierbei ist das Zauberwort Hyposensibilisierung, ja, aktive Auseinandersetzung anstatt Vermeidung. Hyposensibilisierung bedeutet, dass ich allmählich anfange, ganz vorsichtig die Allergene wieder in mein Leben zu integrieren und mich dann allmählich immer besser dran gewöhne. Das kann bis zu ungefähr 2 Jahre dauern und dann ist eine Allergie wieder weg. Oder was man auch machen kann, und das mache ich persönlich zum Beispiel auch mit meiner eigenen Katzenhaarallergie, dass ich darauf achte, das nicht zu meiden. Also ich gehe weiterhin zu Besuch, zu Katzenbesitzern. Und was ich auch bemerkt habe, wenn ich bei dem Besuch entspannt bin, möglichst entspannt, dann reagiere ich gar nicht allergisch. Also da ist es auch wichtig, eben nicht zu vermeiden, damit man auch die Erfahrung machen kann, dass es vielleicht gar nicht immer eine allergische Reaktion gibt, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Das ist auch eine wichtige Sache.